Hallo Sananda, schön, dass du dich uns wieder zur Verfügung stellst, um einige wichtige Fragen deiner Zuschauer zu beantworten und um uns allen deine neuesten Erkenntnisse mitzuteilen. Wir wissen, dass du sehr viel zu tun hast und nahezu dein ganzes derzeitiges Leben mit Behandlungen deiner vielen Klienten aus aller Welt verbringst und eben auch mit deiner ganz wichtigen Aufklärungsarbeit, die du über deinen Blog auf deiner Webseite betreibst. Du legst immer sehr viel Wert darauf zu betonen, dass das Bewusstsein der Menschen entscheidend ist, um vollkommene Heilung erfahren zu können. Du sagst, Bewusstsein bekommt man durch eigene Erkenntnisse und diese wiederum durch eigene Erfahrungen. Sicher hast du persönlich auch neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse sammeln dürfen, über die du uns heute berichten kannst. Der Titel unseres Interviews: Wie man als gute Seele in einer kranken, herzlosen und pervertierten Gesellschaft überleben kann, sagt ja schon einiges aus über das heutige Thema. Du sagtest in früheren Interviews und auch in deinem letzten Buch, dass nicht jeder Mensch und jedes Tier eine Seele habe. Im Gegenteil, du sagst sogar, die allerwenigsten haben noch eine Seele. Spielt diese deine Feststellung eine Rolle im, wie du es nennst, Überlebenskampf der guten Seelen? Und was ist eine gute Seele überhaupt? Gibt es auch böse Seelen? Böse Seelen gibt es natürlich nicht, das sagt man im Volksmund so, aber letztendlich wird damit gemeint, ob es böse Menschen gibt. Und böse Menschen gibt es sehr wohl auf dieser Welt, das sehen wir jeden Tag. Wir müssen nur vor die Türe gehen, dann sehen wir das. Ich habe in meinen jahrelangen Forschungen festgestellt, dass es verschiedene Seelenarten gibt, durchaus. Es gibt also so eine Hierarchie von Seelen. Ist ja irgendwie logisch, weil wir befinden uns ja in der geistigen Evolution. Und wenn es da nur eine Seele geben würde, was soll sich denn da entwickeln? Und diese Seelen entwickeln sich genauso wie unser Bewusstsein. Und es fängt an in der Hierarchie bei den Orion-Mantis-Seelen. Dann geht es weiter zu den Plejadier-Seelen, dann zu den Santiner-Seelen. Dann beginnt die Hierarchie der Indigo-Seelen. Es gibt auch dort eine Hierarchie. Indigo-Santiner, dann Indigo-Arcturianer, Indigo-Andromedaner und dann zum Schluss Indigo-Venusianer. Und zu mehr bin ich noch nicht gekommen. Also das ist der Stand der Forschung, die ich so getrieben habe in den letzten Jahren. Was Höheres wie Venusianer habe ich noch nicht kennengelernt. Und je nach Bewusstseinsstand des Menschen bekommt er von der göttlichen Welt, von der geistigen Welt eine Seele zugeordnet. Wir sind also nicht die Seele, sondern wir haben eine, hoffentlich. Und böse Seelen gibt es insofern keine, weil die Seele, wie gesagt, die Verbindung zum Göttlichen ist, zur Quelle. Und die kann ja nicht böse sein, sie kann nur noch ein bisschen unterentwickelt sein. Und das stellt sich dann die Frage, wer hilft wem zur Evolution? Die Seele dem Bewusstsein oder das Bewusstsein der Seele? Da kann man sich darüber streiten. Ich denke, dass die Seele dem Bewusstsein hilft und automatisch dann auch die Seele daraus lernt und sich weiterentwickelt. Und somit kann ich sagen, es gibt keine böse Seelen, es gibt leider eben böse Menschen auf dieser Welt. Da offenbar so viele Menschen ihre Seelen verloren haben, wie du sagst, stellt sich die Frage, wie kann ein Mensch denn seine Seele verlieren? Und warum? Und kann ein Mensch seine Seele wieder erlangen? Ja, das ist eine Sache der Schwingung, der Energie. Man bekommt immer die Seele, die zu seiner Schwingung passt, die man gerade hat, also das Bewusstsein, das man verkörpert. Also je höher das Bewusstsein, desto höher die Seele. Und diese Seelen waren alle schon in anderen Dimensionen, in anderen Leben, die wir auch schon gelebt haben. Und die wir in anderen Dimensionen leben, auf anderen Planetensystemen. Und die haben alle natürlich einen Bezug zu uns, ganz klar. Aber es ist nicht so, dass jetzt eine Seele
von Anfang bis zum Ende bei uns bleibt. Und das geht leider nicht, oder das geht eben nicht. Die Seele als solches kann man verlieren, wenn man in der Schwingung sinkt. Und wenn man in der Schwingung sinkt, passieren immer Dinge im Vorfeld. Das heißt, wir sind ja alle hier zur Läuterung und zur Entwicklung auf der Erde. Und wenn wir uns vielleicht nicht so entwickeln, wie wir es sollten, oder nicht in dem Maße und in der Schwingung sinken, das heißt, wir fallen zurück in alte Muster, in alte Programme, dann passt eventuell die Seele nicht mehr zu uns, weil sie diese Schwingung nicht mehr erträgt, weil sie quasi dann zu hoch schwingt und verlässt uns. Und so geschieht es dann, dass die Menschen, die ihre Seelen verlieren, derzeit haben sehr viele Menschen ihre Seelen verloren. Und diese Seelen sind so lange in, ich sag's mal, Seelengefängnissen. Das heißt, sie werden bewacht von der Dunkelheit. Und wenn wir in der Schwingung wieder steigen, können wir diese natürlich wieder erreichen oder erhalten oder auch eine andere, eher höhere Seele erhalten. Und da stellt sich natürlich die nächsten Fragen. Was muss passieren, dass man in der Schwingung sinkt? Aber ich denke, da kommen wir heute noch drauf im Laufe des Tages. Wie erkennt ein Laie, jemand, der nicht wie du alles sehen kann, wer nun eine Seele hat und wer nicht? Wer echt ist und wer nicht? Ich denke, da muss man kein Hellseher sein. Und so wie ich die Fratzen sehe und die Herkunft und über die Aura spiegelt natürlich alles wider, den Gemütszustand, den Gedankenzustand und den Seelenzustand. Und jemand, der keine Seele hat, der hat eine ganz dumpfe, dunkle Aura, wie so ein grauer Schleier, wie auf einer Beerdigung. Und für einen Otto-Normalmensch, der sieht es natürlich an den Augen. Die Augen sind das Tor zur Seele. Und wer ein klein bisschen Gefühl hat, ein klein bisschen Intuition hat, der spürt natürlich, wenn er jemandem in die Augen schaut, was er da sieht. Sieht er da Herzenswärme? Sieht er dort Liebe? Oder sieht er dort Boshaftigkeit, Neid und Missgunst? Oder sieht er gar nichts? Sieht er nur in den tiefen Abgrund rein? Das Problem ist natürlich, jemand, der kein Gefühl hat und keine Intuition, der kann das natürlich nicht erkennen. Deswegen sind die Menschen derzeit alle überfordert und können nicht mehr Gut von Böse unterscheiden. Und da fällt das Unterscheidungsmerkmal. Sie können nicht mehr differenzieren, mit wem sie es zu tun haben. Und das ist ja das Hauptproblem derzeit auf der Erde. Deswegen gibt es ja die ganzen Umstände, die wir haben. Deswegen haben wir ja auch diese Leute an der Macht, weil die Menschen diese Gabe verloren haben, zu schauen, mit wem sie es zu tun haben. Kannst du uns etwas über den viel gepriesenen Aufstieg sagen und das große angebliche Erwachen der Menschheit? Stimmt das denn alles, was ständig und überall erzählt wird über das angebliche Erwachen? Wenn man so in die Welt schaut, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass diese Menschheit wirklich erwachen wird. Genau, das sage ich auch immer, jeden Tag. Das sind auch meine Gedanken. Ich denke, dass hier eine große Desinformation in der spirituellen Szene geschieht derzeit, die letzten Jahre auch schon, mit dem großen Aufwachen. Das goldene Zeitalter wird kommen, ganz klar, da führt kein Weg dran vorbei. Aber aufwachen kann diese Menschheit nicht, weil um aufzuwachen, also um zu erwachen, müssen die Menschen erstmal ihre Herzenergie öffnen können. Und erwachen bedeutet spirituell die Verbindung mit dem höheren Selbst. Das ist das eigentliche Erwachen. Das, was in der Aufklärerszene, in der spirituellen Szene so propagiert wird mit dem Erwachen, mit dem Aufwachen, ist was ganz anderes. Das hat mehr mit Aufklärung zu tun, mit Information. Das heißt, es ist verstandesgesteuert und betrifft eher den Bereich Wissen, dass die Menschen erfahren, wie sieht es auf dieser Welt aus, welche Betrüger und Verbrecher regieren uns, was sind das für
Mafiosis, die da überall an der Macht sind, bei der EU, bei den nationalen Regierungen, sind ja alles keine herzlichen Menschen. Die tun ja irgendwie alles, um uns zu schaden, hat man das Gefühl, und das ist auch so. Und immer mehr Menschen werden aufgeklärt. Das heißt, immer mehr Menschen erfahren, welches korruptes System hier auf der Welt herrscht und warum Kriege geführt werden und wurden, warum es so viel Elend und Leid gibt und dass es so viel Elend und Leid gibt und dass da vieles schief läuft. Gerade in Deutschland zum Beispiel, wo jeder, der sich Deutscher nennt, schon als Nazi beschimpft wird und als rechtsradikal, dass man seine Meinung nicht mehr frei sagen darf, ohne dass man Angst haben muss, dass man den YouTube-Kanal abgedreht kriegt und so weiter. Diese Informationen, das Erwecken und Aufwecken, das ist mehr oder weniger eine Aufklärung und ist mehr rational zu sehen. Und das eigentliche Erwachen ist was ganz anderes. Um erwachen zu können, brauchen die Menschen erstmal eine Seele. Ohne Seele können sie gar nicht erwachen, weil sie dann keinen Zugang zur geistigen Welt haben, sprich keinen Zugang mehr zu Gott. Der fehlt letztendlich, dieser Zugang. Und ohne diesen Zugang können sie nicht erwachen. Das ist noch ein langer, weiter Weg und es werden nur sehr wenige Menschen erwachen und mit dem Ergebnis des Aufstiegs. Und das geht nur ab der Stufe Indigo. Vorher gibt es keinen Aufstieg. Und das muss man sich verdienen, durch Inkarnationen. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass jetzt hier Milliarden Menschen mal geschwind erwachen und im Bewusstsein auf einmal ganz anders ticken. So, zack, noch ein kleiner Funke, das ist leider nicht so. Diese Masse der Menschheit, die muss leider noch lange warten und es kann auch Millionen Jahre noch dauern, bis hier diese Menschheit aufsteigt und erwacht. Alles andere ist nur eine Aufklärung und eine Übermittlung von Informationen. Das hat nichts mit Erwachen zu tun und das wird oft verwechselt und das verstehen die wenigsten. Das klassische Erwachen, das spirituelle Erwachen ist, wenn ich die höchste Seele bekommen habe, wenn ich total in meiner Herzverbindung drin bin und wenn ich mit meinem höheren Selbst verschmelze, dann steige ich in der Schwingung nach oben und dann werde ich quasi unangreifbar und unbesiegbar hier in 3D und dann bin ich vollends erwacht. Und alles, was erzählt wird in der spirituellen Szene, sind reine Desinformationen, wie viele andere Dinge auch, was das Thema Erwachen betrifft. Was macht für dich eine kranke, herzlose und pervertierte Gesellschaft aus? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Was passiert eigentlich mit den Menschen derzeit auf der Welt? Ja, derzeit passiert sehr viele schlimme Dinge mit den Menschen. Die Menschen werden wie so ein Stier am Nasenring durch den Ring gezogen von den Regierungen, von den Politikern. Die haben ja leider das Sagen. Die haben ja die Menschen gewählt. Demzufolge müssen die Menschen das jetzt ertragen, was sie gewählt haben. Und auch unabhängig davon, ob sie das gewählt haben. Was passiert momentan ist, dass die Menschheit total überwacht wird, total kontrolliert und immer mehr Stück für Stück wie mit der Froschkochmethode eingeengt wird. Das heißt, ein Frosch wird ja gekocht im Topf, indem man ihn erstmal in kaltes Wasser reinschmeißt und dann langsam das Wasser erhitzt. Und irgendwann kocht dann das Wasser und der Frosch hat es gar nicht gemerkt und fällt irgendwann auf einmal tot um im Wasser. Beziehungsweise ist auf einmal tot, umfallen kann ja nicht mehr. Genau das Gleiche passiert mit den Menschen. Das heißt, die Menschen werden Stück für Stück, wird den Menschen die Freiheit genommen, die Rechte genommen. Die Versklavung geht immer weiter und durch die ganze Vergiftungen der Nahrungsmittel und des Wassers und des Himmels werden die Menschen mehr oder weniger verstandesmäßig verblödet. Und ihnen wird die Gabe genommen, sich zu wehren und sich zu widersetzen. Sie werden zu willenlosen Marionetten gemacht mit dem Ziele der totalen Versklavung. Und die Gesellschaft ist pervertiert bis zum geht nicht mehr. Alles Abnormale wird zum Normalen erklärt. Alles Göttliche wird zum Teuflischen erklärt. Alles Gute wird zum Bösen erklärt und umgekehrt natürlich auch.
Und das passiert momentan auf der Welt. Man muss nur die Medien verfolgen, wie die einem das Wort verdrehen, wie die Tatsachen verdrehen und wie die Wahrheiten zu Lügen gemacht werden und die Lügen zu Wahrheiten gemacht werden. Das heißt, die Pervertierung bedeutet die Abkehr des Normalen. Das Normale wird zum Abnormalen erklärt und das Abnormale wird zum Normalen erklärt. Und das geht über die Sexualität zum Beispiel. Es ist normal, dass nachmittags im Kinderprogramm über Vaginas und Penisse gesprochen wird, dass Sexszenen am frühen Abend kommen, Gewalt wird verherrlicht, wird vernormalisiert, Gewalt überall. In den Kindergärten werden Dreijährigen wird schon beigebracht, wie sie masturbieren können und wo sie am meisten Erfolg haben beim Masturbieren. Es ist eine perverse Welt, die wir hier kreiert haben, wir Menschen. Und wir leben in einer perversen Gesellschaft mit kranken, herzlosen, kaputten Menschen, die keine Wertvorstellungen mehr haben und keine Ehrvorstellungen mehr haben. Das ist unsere pervertierte Gesellschaft, in der wir leben. Und wer sich an diese Gesellschaft anpasst, ist mit ganz großer Sicherheit schwer krank. Wer steckt hinter dieser Agenda? Und was ist das Ziel, der Zweck dieser Mächte? Was wollen diese Mächte erreichen? Das schließt gerade an die Frage zuvor. Ich habe in meinen Büchern ja schon darüber geschrieben, dass es hier eine Rasse gibt, die als Menschen inkarniert sind, die aber keine Menschen sind. Die kalte Rasse nenne ich sie auch, die reptiloide Rasse. Es gibt ja auch zwei verschiedene Menschheiten. Es gibt den Neandertaler und den Homo sapiens. Und die Neandertaler, das sind die Reptus. Und diese Rasse hat sich natürlich im Laufe der Zeit entwickelt. Das sind man kann auch Neandertaler, Homo sapiens, kann man auch sagen, Jäger und Sammler. Des einen sind die Jäger und des anderen sind die Sammler. Wir haben hier also mit zwei verschiedenen Menschenarten zu tun auf der Erde, mit den guten Kräften und den dunklen Kräften. Und man kann sich das vorstellen wie bei einer Batterie, Plus und Minus, die sind getrennt, unten und oben, und das darf sich auch nicht vermischen. Und deswegen müssen diese Kräfte auch getrennt sein und bleiben, damit die Materie hier weiter bestehen kann. Und diese Minuskräfte haben natürlich überhand genommen. Und jede Inkarnation von uns, jede Seele hat ja einen Geistführer. Und wir haben mehr oder weniger außerirdische Geistführer, die über uns wachen. Und die beseelten Menschen, die werden von Plejadiern betreut und von Santinern und die Indigos von Lichtwesen. Und die Reptos, die werden von Reptus betreut. Das heißt, es gibt auch Reptos, die nicht in Menschenkörpern rumlaufen, die in der anderen Dimension verweilen und dort das Weltgeschehen komplett kontrollieren und komplett die Fäden ziehen. Das heißt, alles, was passiert auf der Welt, aber wirklich alles, ist gelenkt und gesteuert. Der kleinste Unfall mit dem Fahrrad irgendwo ist gesteuert. Jeder Krieg ist gesteuert. Alles, was passiert, ist gesteuert. Und da die Kräfte dort aus den anderen Dimensionen ja nicht direkt eingreifen können in die Materie, müssen sie es über ihre Handlanger tun, über die reptiloiden Seelen, beziehungsweise die haben ja keine Seele, über die reptiloiden Menschen und vom Orion, also über die Mantisse und über die Reptos, die in den Politikern drin sitzen. Nicht in jedem Politiker, aber in den meisten sitzen sie drin. Dort, wo keine drin sitzen, werden die Politiker erpresst mit Kinderporno-Videos und dergleichen, wo sie unter Drogen gesetzt wurden, damit sie auch schön spuren. Und diese Rasse, die lebt von unserer Energie, ganz normal, so wie eine Zecke von deinem Blut lebt oder vom Blut meines Hundes im Wald, so leben die Reptos da draußen in der anderen Dimension von unserer Energie, die wir verbrauchen. Es geht um nichts anderes wie um Energie, um Kontrolle von Energie, und alles, was auf der Welt passiert, verdient nur einem einzigen Zweck, dass diese Wesen Energie bekommen. Für nichts anderes leben wir hier auf dieser Welt. Und das wussten wir auch, bevor wir inkarniert sind, dass wir hier auf der Hölle inkarniert sind. Weil die 3D-Welt ist die Hölle. Die Materie ist das Gegenteil vom Göttlichen. Wir leben derzeit das Gegenteil vom Göttlichen.
Und diese Macht, die dunkle Macht, hat ein Ziel, alles Göttliche zu zerstören. Deswegen wird jeder Mensch, der eine Seele hat, von denen bekämpft. Und je höher die Seele ist, desto höher ist das Programm der Bekämpfung. Ist auch gleichzeitig eine Prüfung für die Menschen, ob sie das bestehen und ob sie es verdient haben, aufzusteigen oder nicht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, der Sinn des Ganzen ist die totale Versklavung der Menschheit. Diese Mächte wollen, dass wir wie Flöhe, die ganz hoch springen können, immer kleinere Sprünge machen. Und das machen die wie beim Flohzirkus. Die lassen die Flöhe erstmal ganz lang springen und dann werden die gedeckelt und werden räumlich eingegrenzt, damit sie nicht mehr so hoch springen können. Und irgendwann sind sie in einer Streichholzschachtel drin und springen nur noch dort drin rum. Und genauso passiert es mit uns Menschen. Uns wird die Freiheit peu à peu immer mehr genommen mit dem Zwecke der totalen Kontrolle und der totalen Versklavung. Und auch das Ziel ist auch die Denunzierung, das auch, aber die Reduzierung der Menschheit. Die Menschheit soll massiv reduziert werden. Und das Endziel ist natürlich die totale Kontrolle der Menschheit und die neue Weltordnung. Und das passiert so langsam wie mit dem Frosch im Wasser, dass es keiner merkt. Und irgendwann sind sie alle mittendrin. Was genau geschieht mit den Menschen durch die ganzen Vergiftungen, Bestrahlungen, Chemtrails und vieles andere Übles? Verändert sich dadurch die Denkweise der Menschen oder können sie dann gar nicht mehr denken? Warum lassen die Menschen das überhaupt alles mit sich machen? Die Frage stelle ich mir schon, seit ich lebe, warum die Menschen alles mit sich machen lassen. Ich habe mich schon als Kind gefragt, warum rennen die jeden Tag zum Arbeiten? Ich habe das nicht verstanden, dass der Sinn des Lebens sein soll, dass ich jeden Morgen von 7 bis abends um 5 irgendwo hingehe zum Arbeiten für andere Menschen. Das habe ich nie verstanden. Das nur so nebenbei. Die Menschen sind Gewohnheitstiere und sie machen alles, an was man sie gewöhnt. Alles. Und das funktioniert mit den Indigos aber nicht. Deswegen sind Indigos Systemgegner und werden von klein an bekämpft, so wie ich. Ich wurde von klein an, seit Geburt, werde ich verfolgt, bekämpft, drangsaliert und diffamiert und bin auch in verschiedenen Terrorprogrammen drin, wie alle Indigos, die hier auf der Erde verfolgt werden. Weil für die Dunkelheit gibt es nichts Wichtigeres, als uns im Zaum zu halten. Nichts Wichtigeres. Und was passiert denn mit den Menschen durch die ganzen Vergiftungen und durch das Mind-Control, durch die Bestrahlungen, jetzt mit 5G bald? Und was passiert? Die Gehirnwellen werden manipuliert bei den Menschen. Sie verlieren ihre Seele, wenn sie zu niederschwingen, und verlieren dann den Kontakt zum Göttlichen und werden zur Puppe, zur Ego-Puppe. Und sie verlieren auch die Fähigkeit zu unterscheiden durch diese Bestrahlungen und durch diese Vergiftungen und durch das ständige Mind-Control in Zusammenarbeit mit den astralen Kräften, die die Menschheit besetzen, jeden einzelnen Menschen besetzen, verlieren die Menschen dann irgendwann das komplette Denkvermögen. Das heißt, das Endziel der Agenda ist natürlich, total willenlose Roboter zu schaffen und die künstliche Intelligenz zu fördern hier auf dem Planeten, sodass der göttliche Mensch irgendwann total überflüssig wird und irgendwann aussterben wird. Das ist das Ziel der Dunkelheit. Welche Rolle spielen die Tiere und wie die Menschen mit ihnen umgehen bei all dem, was auf der Welt passiert? Ich sage jetzt nur mal Massentierhaltung, Ausrottung vieler Tierarten weltweit, Rodung der Wälder und somit der Lebensräume vieler Tierarten, das Aussterben vieler Tiere, Zoohaltung von Tieren und so weiter und so weiter. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Tiere sind Teil der Evolution. Die Tiere waren vor uns hier auf der Erde. Zuerst kamen die Pflanzen, beziehungsweise die Mineralien noch vorher, dann die Pflanzen und dann die Tiere. Man könnte jetzt auch daraus schließen, dass genau das die Entwicklung ist, welche das Bewusstsein hier auf der Erde macht. Das heißt, alle Menschen, die hier auf der Erde rumlaufen,
haben irgendwann mal als Stein angefangen, so hart sich das anhört. Und Tiere sind Teil der Evolution und werden irgendwann auch mal in menschlichen Körpern Erfahrungen machen. Und Tiere sind aber auch gleichzeitig unsere Freunde, unsere Brüder und Schwestern, und sie sind hierher gekommen, um uns zu helfen. Tiere sind hier, um uns das Lieben zu lernen, um uns zu helfen, zu Gott zurückzufinden. Und da es auf dieser Welt leider sehr viele dunkle Menschen gibt, haben die natürlich keinen Draht zu den Tieren. Sie halten die Tiere als Nutztiere. Sie fressen sie, sie jagen sie, sie töten sie. Das ist alles dunkel, das ist alles Reptiloid, das ist alles Neandertaler-Denken, das Nahrungskettendenken. Wenn die Menschen wüssten, dass sie gar nicht das Ende der Nahrungskette sind, würden sie vielleicht ihr Verhalten ändern. Und solange die Tiere auf der Welt leiden, solange werden auch die Menschen auf der Welt leiden. Solange die Tiere versklavt werden in Massentierhaltungen, solange werden auch die Menschen versklavt werden. Das heißt, unser Schicksal hängt zusammen. Wir sind eins, wir sind verbunden. Und solange die Menschheit nicht erkennt, dass sie die Tiere schützen muss und behandeln muss wie ihresgleichen, solange wird die Menschheit auch so behandelt, wie sie die Tiere behandeln. Und das kann noch sehr viele Tausende, Millionen dauern, bis das die Menschheit verstanden hat. Menschen, die hochentwickelt sind, die eine hohe Seele haben, eine hohe Verbindung zum Göttlichen haben, die wissen das, die haben die Wahrheit in sich drin. Denen muss das gar keiner sagen. Die wissen das von alleine. Und das ist das Hauptproblem in der spirituellen Szene. Die ganzen Aufklärungen, die ganzen Informationen nützen im Prinzip alle nichts, weil die dunklen Menschen, die nehmen das nur mit dem Verstand auf, die können es aber nicht umsetzen in die Herzenergie. Das heißt, es wird nur rein egomäßig aufgenommen, wie man in der Schule Geschichte auswendig lernt. Die haben das aber nicht verinnerlicht. Die spüren nicht den Schmerz, so wie ich zum Beispiel den Schmerz spüre. Wenn ich am Bauernhof vorbeifahre und ich sehe eine Kuh rausgucken, dann spüre ich ihren Schmerz, ihre Verzweiflung. Und die Tiere opfern sich mehr oder weniger. Sie opfern sich im wahrsten Sinne des Wortes, damit die Menschen irgendwann aufwachen mögen, spirituell aufwachen mögen und erkennen mögen, was sie diesen Tieren antun. Und wenn die Menschen dann diesen Schmerz spüren, dann sind sie erwacht. Und wenn das letzte Tier auf der Welt nicht mehr leiden muss, dann wird auch das Leid der Menschheit aufhören. Und so gesehen tun die Menschen sich einen Bärendienst, wenn sie weiterhin Tiere essen, Tiere schlachten, Tiere als Nutztiere missbrauchen. Früher haben sie schon die Tiere missbraucht, um die Felder zu bestellen. Alle Tiere, die Landwirte, leben nur vom Leid der Tiere. Sie leben nur von dem, was die Tiere hergeben. Das ist nichts anderes wie Diebstahl, wie Energiediebstahl, wie Energieraub, was da betrieben wird. Sie leben auf Kosten des Lebens anderer. Und das muss aufhören. Und solange das nicht aufhört, wird sich auf dieser Welt nichts, aber auch gar nichts ändern. Es sieht nicht gerade göttlich aus, was auf unserer schönen Erde passiert. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Worin liegen denn die Ursachen für all das, was da immer mehr auf der Welt passiert, an Negativem? Warum passiert das alles, was derzeit passiert und auch schon früher passierte? Ich denke dabei auch an die unzähligen Kriege in den letzten 2000 Jahren. Wir sind das Ergebnis unserer früheren Inkarnationen. Alles, was wir heute erleben, haben wir unseren früheren Inkarnationen zu verdanken, weil nichts geschieht zufällig. Und wir sind Geistwesen, die sich verdichtet haben in materielle Körper. Wir waren früher mal feinstofflich im Garten Eden, in Lemurien und auch zuvor hatten wir alle Fähigkeiten, die ein Mensch haben kann. Jeder Mensch war hellsichtig, jeder Mensch konnte fliegen, schweben, jeder Mensch hatte magische Kräfte, jeder Mensch war ein Zauberer, jeder Mensch war ein Magier. Alles, was wir heute machen müssen mit der Technik, Autofahren, telefonieren, fliegen mit Flugzeugen und so weiter, telefonieren, all das konnten wir früher mit unseren Gedanken.
wir brauchten diese Technik nicht. Und durch den Abfall, der Mensch ist ja gefallen, deswegen redet man ja auch von gefallenen Engel, und der Fall bezieht sich auf die Inkarnation im menschlichen Körper, in 3D, im physischen Bereich. Das nennt man den Abfall, also so interpretiere ich das mit meinem Wissen. Die Menschen sind abgefallen in den Körper, in den physischen Körper, und dann zog das Dunkle ein. Hier angefangen auf Atlantis, vor schon einigen Millionen Jahren hat es angefangen, dass dann das Dunkle eingezogen ist auf der Erde und hat das Herz der Menschen verdunkelt. Und die ganzen Magier, das waren ja Millionen Magier, haben sich zu Schwarzmagiern entwickelt, weil sie ihre Macht missbraucht haben. Und sie haben dort viele Kräfte, dunkle Kräfte aus den tiefsten Niederungen hervorgerufen, die nach dem Motto, die Geister, die ich rief und nicht mehr losbekam. Und diese ganzen Elementalwesen, auch Naturgeister, die sind jetzt hier inkarniert, und die sind die uns auf der Nase herumtanzen. Das heißt, die Dunkelheit hat das Zepter übernommen. Es ist das Karma von Atlantis, das über uns kommt. Und das, was nicht wir alleine, sondern was die Menschen früher getan haben, bekommen sie jetzt energetisch zurück, weil es gibt keine Zufälle im Leben, es gibt keine Willkür, und Gott ist auch kein Folterer, sondern Gott ist gerecht und gütig, und er gibt dieser Menschheit jetzt die Chance, sich zu heilen. Und alles, was jetzt passiert, ist eine Heilung. Ähnlich wie wenn ein Mensch krank ist und verkrebst. So verkrebst die Erde momentan durch lauter niedere Bewusstseinsformen, durch bösartige Menschen, durch bösartige Taten und Gedanken wird die Erde verkrebst. Und das passiert momentan hier auf dem Planeten. Und die Ursache, die liegt in unserem eigenen Tun, in unseren eigenen Gedanken, die wir gestreut haben. Die Menschen selber haben die Gedanken gestreut, die negativen, ins Universum gesandt. Und immer mehr dunkle Menschen sind auf die Welt gekommen durch die dunklen Gedanken, sind inkarniert und verstreuen noch mehr dunkle Gedanken. Deswegen ist momentan über 80% der Menschheit dunkel, schlichtweg dunkel. Und das werden immer mehr. Und die lichtvollen Menschen, die beseelten Menschen und Indigos werden immer weniger. Und es wird zum Kampf kommen zwischen geistigen Menschen und materiellen Menschen. Es wird ein Kampf kommen zwischen Geist und Materie. Die nur an die Materie glauben, das sind die uns beherrschen, und die anderen, das sind die wenigen, die wissen, was wirklich los ist, die kennen die Wahrheit. Warum gibt es das Böse eigentlich? Es wäre doch viel schöner, ohne diese Dunkelheit hier auf der Erde zu leben. Warum kann sich der Mensch nicht ohne Leid und Schmerz entwickeln? Braucht es das Böse? Die Frage, die habe ich mir auch schon oft gestellt. Und auch vor einigen Jahren habe ich die noch anders beantwortet, mehr aus menschlicher Sicht, also nach dem Motto, ich brauche das nicht und ich will das nicht, weil die Guten brauchen das Böse, habe ich festgestellt. Das Gute braucht das Böse, um gut sein zu können. Wenn alles gleich wäre, wüssten wir ja gar nicht, dass wir gut sind. Wenn es keine Dunkelheit gäbe, wüssten wir nicht, dass wir leuchten. Und es ist natürlich aus menschlicher Sicht schwer zu verstehen. Ich würde natürlich gerne auf das Böse verzichten und würde sagen, alles vorbei jetzt, geht ihr nach Hause, ich weiß Bescheid. Aber es gibt eben nicht so viele wie ich, die Bescheid wissen, in Anführungszeichen, die geläutert sind, die eine hochentwickelte Seele haben und die über ihre Herzenergie arbeiten. Wir brauchen das Böse nicht mehr. Und die Masse der Menschheit braucht es aber, weil die Entwicklung des Geistes im Vordergrund steht, die Entwicklung des Bewusstseins. Und das Böse bezeichne ich mittlerweile als Diamantschleifer, als Prüfer und Lehrer. Das heißt, das Böse kommt überall dorthin, wo noch unterentwickelte Menschen da sind. Und die werden dann geschliffen von den Mächten des Bösen, natürlich nicht in deren Absicht, die haben natürlich ganz andere Absichten.
Aber es läuft hier natürlich zweigleisig. Einmal, was die dunklen Mächte ihrerseits vorhaben und einmal, was Gott vorhat. Und Gott möchte, dass wir lernen. Wir haben uns freiwillig entschieden, hier auf der Hölle zu inkarnieren in 3D. Die Materie ist die Hölle, weil wir konnten alles vorher ohne technische Hilfsmittel. Jetzt brauchen wir für alles technische Hilfsmittel. Insofern ist das natürlich ein Rückschritt. Wir sind ja gefangen in der Begrenzung des Körpers und erleben natürlich jetzt eine immense Transformation derzeit auf der Erde. Die Erde ist schwer krank, schwer verkrebst und wird sich bald ihrer Krebszellen entledigen. Das dürfen wir alles miterleben. Und um auf die Frage zurückzukommen, das Böse wird gebraucht und das Böse hat eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem System hier in 3D, weil ohne das Böse könnten wir nicht existieren. So wie ich schon vorhin gesagt habe mit der Batterie, mit dem Plus und Minus. Versuch mal eine Batterie in deine Taschenlampe reinzutun mit 2 Plus. Sollte es die Batterie geben. Die Taschenlampe wird nicht funktionieren. Sie funktioniert nur durch die gegenseitige Polung, Minus und Plus. Und es gibt eben Menschen, die sind negativ gepolt auf der Erde und es gibt welche, die sind positiv gepolt. Und dadurch entsteht Reibung. Und diese Reibung bringt Energie hervor. Und die Energie hält alles am Laufen auf der Erde. Und insofern kann man sagen, hat die Dunkelheit, das Böse, eine ganz wichtige Aufgabe. Wir müssen als Menschen natürlich nur lernen, die Dunkelheit zu durchschauen. Und wenn wir die Dunkelheit einmal durchschaut haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sehen wir dahinter die Lösung. Und das ist unsere Aufgabe der Menschheit, sich zu entwickeln. Und das geschieht leider fast immer nur durch Leid und Schmerz. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und das passiert mit den Menschen, weil sie nicht hören. Und deswegen müssen sie fühlen. Und dazu braucht es eben einer gewissen Kraft, die dafür sorgt, dass die Menschen lernen zu fühlen. Und darum gibt es das Böse, weil letztendlich sorgt das Böse dafür, dass wir uns ständig weiterentwickeln und irgendwann zum Gottmenschen werden und zum vollkommenen Menschen werden. Das ist das Ziel eines jeden, der hier inkarniert ist, zurück zu Gott, gottgleich zu werden. Und um das zu erreichen, müssen die Menschen durch das Tal der Dunkelheit, durch das Tal der Tränen. Da muss jeder durch, da führt kein Weg dran vorbei. Wie wird das alles enden, hier auf der Erde? Was wird in den nächsten Jahren passieren? Und wie und wann endet das Chaos? Du hast in früheren Interviews schon Andeutungen gemacht. Gibt es hier neue Erkenntnisse von dir? Ich habe ständig neue Erkenntnisse. Jeden Tag wache ich auf und habe neue Intuitionen, wenn ich nachts auf Reisen war. Wir sind ja hier quasi, wir führen ja ein Doppelleben. Wir leben ja einmal im menschlichen Körper tagsüber und nachts, wenn unser Körper schläft, geht unser Geist zusammen mit unserer Seele auf Wanderschaft, verrichten dort Dinge, heilen Menschen, bei mir zum Beispiel, oder manche gehen dann auf Schulungen, auf geistige Schulungen, die dort die Galaktische Föderation des Lichts mit uns dann macht. Und es gibt ja keine Zeit, in dem Moment, wo wir den Körper verlassen, gibt es ja keine Zeit. Und deswegen kann man dann auch sehr vieles machen, so in ein paar Stunden, was dann mehr oder weniger in der geistigen Welt schon Ewigkeit ist. Das zum einen. Und da habe ich natürlich ständig neue Erkenntnisse. Ich habe letztes Jahr irgendwann gesagt, dass es eine Flut geben wird. Die Flut wird auch kommen, und zwar eine 5G-Flut wird als nächstes kommen. Und die wird die ganze Welt überfluten. Und es wird Milliarden Tote geben. Ab 2021 gibt es ein Massensterben. Durch die 5G-Bestrahlungen wird alles angegriffen, Pflanzen, Tiere und uns Menschen sowieso. Und alles, was niederschwingt, wird sterben. Leider werden auch viele Reptus noch da bleiben, weil die natürlich geschützt sind durch ihre Kollegen aus der anderen Dimension.
Also die ganz Bösen werden noch einige da bleiben und die Indigos werden da bleiben und die verkappten Indigos. Und dazwischen, das wird alles gehen. Die Menschen werden alle krank werden, Seuchen werden kommen, Viren werden gestreut werden, Bakterien, Antibiotika wird irgendwann nichts mehr helfen. Und wie gesagt, 5G wird dann den Rest machen. Die Menschheit wird sehr stark dezimiert werden. Das ist das Ergebnis ihrer Gedanken, ihrer negativen Gedanken. Das ist kein Racheakt oder irgendwie, es hat alles eine kosmische Ordnung, was da passiert. Und es ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist ja mehr oder weniger eine Heilung, die da geschieht. Menschen, die natürlich sich zu sehr verwurzelt haben in der Erde, für die fällt es natürlich schwer loszulassen. Die hängen an ihren Gegenständen, an der Materie, am Beruf, an ihren Hobbys, an materiellen Dingen. Für die wird es natürlich schwer, wenn jemand, der geistig entwickelt ist, der sich schon emporgehoben hat in höhere Sphären, für den ist es einfach ein Wechsel in neue Dimensionen. Die Erde wird gereinigt werden. Die Erde wird sich befreien von den Krebszellen, von den bösartigen, kranken, bösen Menschen, wird sich die Erde befreien. Und das beginnt 2021. Wenn jemand zukunftsträchtige Berufe sucht, Bestatter wird gut funktionieren in den nächsten Jahren, also ein Bestattungsunternehmen aufmachen. Das wird einer der bestlaufendsten Berufe überhaupt in den nächsten Jahren. Hört sich jetzt natürlich hart an, sarkastisch, wenn ich das so sage. Ich sehe das natürlich mittlerweile von einer oberen Perspektive. Also ich kann jederzeit loslassen. Ich hänge nicht an meinen Autos, an meinem Besitz, an irgendwelchen Schmuckgegenständen. Das ist für mich nur temporär. Ich erfreue mich dran an Dingen, die ich haben kann und benutzen kann. Aber ich bin geistig vorbereitet, alles sofort loszulassen und hinüberzugehen in die anderen Dimensionen. Wird natürlich auch viel Stürme geben in den nächsten Jahren. Enorme Stürme werden hereinbrechen über die Welt. Es wird massive Überflutungen geben, Vulkanausbrüche geben. Und Deutschland wird bis auf 700 Meter Meereshöhe überflutet werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Aber wie gesagt, das ist nicht 100%ig fest. Das ist nach dem heutigen Standpunkt. Das heißt, wenn ich heute die geistige Welt befrage und eine Auskunft will, dann bekomme ich diese Antwort. Das kann sich aber auch nicht gravierend ändern, weil die negativen Gedanken in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden haben sich ja schon manifestiert. Was wir tun können, ist durch positives Handeln, also positives Denken alleine genügt nicht, durch positives Handeln können wir die Zukunft noch ein klein bisschen verändern. Wir haben natürlich noch was in der Hand, sonst bräuchten wir nicht leben, sonst bräuchten wir nicht inkarniert sein, wenn wir nichts in der Hand hätten. Wir können noch was ändern, wir können nämlich unser eigenes Schicksal ändern. Wir können dafür sorgen, dass wir einen guten Übergang haben und dass wir in die neue Welt mit eingehen. Dafür können wir sorgen. Ansonsten können wir an unserem Schicksal nicht mehr arg viel ändern, weil das ist schon alles passiert und das wird sich jetzt manifestieren. Und wir müssen einfach dafür schauen, dass wir als Geistwesen überleben, weil auf die körperliche Ebene haben wir keinen Einfluss mehr. Wenn die ganzen Dinge passieren, werden sie passieren. Das ist alles schon zu weit fortgeschritten. Wir müssen uns identifizieren mit unserem Geist. Wir müssen uns erheben, über die Materie erheben. Und viele fragen mich, wo sie hinflüchten können, vor irgendwelchen Überflutungen und dergleichen oder vor Angela Merkel und so weiter. Angela Merkel ist nur eine kleine Marionette in dem ganzen System. Sie ist ein willenloses, seelenloses Geschöpf der Dunkelheit, wie viele andere Politiker auch, die nur ein Ziel haben, uns in den Schlund hinunter zu reißen, in die Hölle. Das ist denen ihr Ziel. Und die Menschheit muss aufstehen und muss sich widersetzen. Ansonsten wird sie hinuntergerissen, förmlich. Kannst du deinen Zuschauern noch einige Tipps geben, wie sie mit dieser unschönen Zeit und den Dingen, die da passieren, umgehen können? Wie sie sich eventuell schützen können vor den kaltherzigen Menschen und ihren Angriffen und auch vor allem vor den astralen Angriffen?
Was kann jeder Einzelne tun, um damit besser leben zu können und um eventuell etwas beizusteuern für eine bessere Zukunft? Das sind mehrere Fragen auf einmal quasi. Was kann der Einzelne tun? Das Wichtigste, was der Einzelne tun kann, ist, sich zu läutern. Das heißt, er muss rein werden, an sich arbeiten. Er muss lernen, mehr auf sein Herz zu hören und nicht auf den Verstand. Er muss lernen und versuchen, seinen Neid und seine Missgunst aufzulösen. Das ist die schwerste Übung, die die Menschheit vor sich hat, weil die Menschheit ist zerfressen von Neid und Missgunst. Und es gibt nichts Schlimmeres, was man seinem Nachbarn antun kann, wie ein neues, dickes Auto zu fahren. Und das sagt ja schon alles. Warum macht sich der Nachbar denn überhaupt Gedanken über mein Auto? Warum? Weil er von Neid zerfressen ist. Und er gönnt einem die Wurst auf dem Brot nicht. Die Menschen sind zerfressen von Neid, Hass und Missgunst. Und das sind alles dunkle Eigenschaften. Und wenn die Menschen lernen, diese Eigenschaften zu transformieren, das ist eine schwere Übung. Und einfach auf die Zähne zu beißen, Disziplin und Selbstbeherrschung lernen, dann können sie sich aufschwingen in höhere Energiefelder, in höhere Schwingungen und können in andere Dimensionen aufsteigen und können sich über die Materie erheben. Und viele Menschen wollen nur flüchten nach Paraguay oder nach Honolulu und denken, sie sind dann befreit und werden überleben. Sie retten vielleicht ihr physisches Leben, aber sie müssen dann von Neuem inkarnieren, weil sie nichts gelernt haben. Man kann seinem Schicksal nicht entrinnen und es wird dich überall einholen auf der Welt. Und andersrum gesagt, kannst du auch dort bleiben, wo du bist, weil wenn dir nichts passieren wird, wird dir auch dort nichts passieren, dann wirst du auch dort überleben. Die Menschen müssen lernen, sich zu widersetzen, sich der Dunkelheit zu widersetzen, sich nicht alles gefallen zu lassen. Sie müssen den dunklen Menschen zu erkennen zu geben, dass sie sie durchschauen. Nicht angreifen, nicht kämpfen, nicht beleidigen, nur zu erkennen geben, ich durchschaue dich. Ich weiß, wer du bist. Mit mir machst du das Spielchen nicht. Und dann hört der andere aufhören. Und nicht immer duckmäuserisch davonrennen. Man kann seinem Schicksal nicht entfliehen und man muss sich seinem Schicksal stellen, ansonsten muss man wiederkommen und dann geht das Ganze von vorne los. Also die größten Tipps, die ich den Menschen geben kann, ist, zu sich selber zu stehen und zur Wahrheit zu stehen. Zu lernen, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse und aufzuhören, gegen ihre Mitmenschen vorzugehen. Aufzuhören, ihre Mitmenschen anzugreifen und zu attackieren. Aufzuhören, anderen neidisch zu sein, andere zu beschimpfen. Und alles, was jetzt hier passiert, sind große Prüfungen, die die Menschheit bekommt, auch durch die Flüchtlingswelle. Das ist nichts anderes wie die Dimensionsveröffnungen in der astralen Welt. Immer mehr Dämonen kommen zu uns rein, besetzen die Menschen, manipulieren die Menschen und das Gleiche passiert auch auf der physischen Ebene durch die Flüchtlingswelle. Das ist quasi das, was in der astralen Welt schon lange passiert, nämlich dass die Menschheit überflutet wird von negativen Wesenheiten, von Monstern sozusagen, passiert es auch auf der menschlichen Ebene, auf der physischen Ebene. Und es spiegelt sich dort. Und es gibt dort kein Entrinnen. Die Menschen müssen sich ihre Aufgabe stellen und sie müssen zu sich stehen, sie müssen zu dem stehen, was sie verkörpern, zu der Wahrheit, die sie in sich tragen. Und das große Problem ist eben, wenn die Menschen nicht mehr an die Wahrheit rankommen, dann sind sie manipulierbar und dann sind sie mehr oder weniger verloren. Und daran kann ich auch nichts ändern. Und alle anderen, die mich verstehen, die wissen, von was ich rede, es sind leider nicht so viele, die müssen sich erheben. Sie müssen sich erheben über die Dunkelheit, über die Materie erheben. Sie müssen sich fokussieren auf ihren Geist, auf ihr Bewusstsein. Und sie müssen aus der Verwurzelung, aus der Erde heraustreten und sich verwurzeln mit Gott. Sie müssen die Hilfe oben suchen in Gott und dorthin streben, nach oben, die Wurzel nach oben richten. Und dann werden sie überleben und dann werden sie aufsteigen und werden in die neue Welt eintreten. Sananda, wie gehst du eigentlich mittlerweile mit deinem eigenen Leben um? Wir wissen, dass du sehr viel arbeitest und
eigentlich nur für deine Berufung und deine Familie lebst. Du wirst Tag und Nacht angegriffen, sei es nun weltlich oder auch astral. Durch deine Arbeit kommst du zwangsläufig mit unschönen, niederen Wesenheiten und negativen Energien in Berührung, die andere nicht sehen können und von denen die allermeisten Menschen gar nichts wissen. Ich glaube, kaum einer kann sich wirklich vorstellen, was das für eine immense Belastung ist für dich und auch für deine Familie. Wie gehst du damit um? Was ist dein Geheimrezept? Immer noch so fit und vital, freundlich, herzlich und hilfsbereit zu sein, nach all dem, was du hinter dir hast. Wie machst du das? Ich bin positiv gepolt, deswegen kann ich nicht anders. Egal was mir widerfährt, egal wie down ich bin, es geht nicht lange und ich bin wieder ganz normal, weil das mein Naturell ist. Ich bin ein freundlicher Mensch und ich denke immer an das Gute im Menschen, egal wie viel Böses und Niederes ich sehe immer das Gute, auch wenn es immer weniger wird, was ich sehen kann, dadurch, weil es weniger Gutes gibt immer. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, angegriffen zu werden, weil ich werde ja schon seit Geburt verfolgt. Ich wurde schon letztes Leben verfolgt, in meiner letzten Inkarnation. Und das hat sich jetzt gerade so fortgesetzt. Alle, die als Indigo geboren werden, werden als Indigo verfolgt von Geburt an. Das sind nicht so viele auf dieser Erde, die den Status schon haben. Hat jetzt nichts mit Ego oder Arroganz zu tun, das ist einfach nur eine Feststellung. Mein Leben ist der Beweis dafür, weil ich kenne niemanden, der so massiv angegriffen wird auf allen Ebenen. Und ich habe immer einen Spruch vor Augen: Gott gibt dir immer nur die Prüfungen, die du auch in der Lage bist zu bewältigen. Also ich bin in der Lage, diese Prüfungen zu bewältigen. Ich habe mich damit abgefunden, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die ich sehen kann und die mich attackiert. Diese Attacken kann ich aber mittlerweile steuern. Die kann ich zurückwenden, die kann ich abwenden. Da habe ich die Macht schon dazu. Und schlimmer sind die Menschen, die bösen Menschen, die mit ihren Dämonen, die sie in sich haben, mich attackieren, weil sie mein Bewusstsein nicht ertragen können, weil sie meine Energie nicht ertragen können. Und diese Menschen sind für mich schon schlimmer wie die ganzen astralen Monster, die ab und zu kommen, weil die löse ich auf mit einem Gedanken und schicke sie weg oder bekämpfe sie notfalls mit meinem Lichtschwert. Was mir die Kraft gibt, ist natürlich die Prägung. Ich bin geprägt zu kämpfen, ich bin geprägt, nicht aufzugeben. Und ich habe natürlich diese Energie in mir, ich habe natürlich diese Kraft in mir, die auch meiner Familie Schutz gibt, damit die das auch überleben kann. Für die ist es oft schwerer wie für mich. Für den tut es oft noch mehr weh wie mir, wenn sie irgendwas Negatives über mich lesen müssen, von irgendwelchen Psychopathen oder Hatern oder von bezahlten Freimaurern, die mich überall schlecht machen, meinen Ruf verleumden wollen. Ist ja alles organisiert und wird alles bezahlt. Und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ich habe mich damit abgefunden, dass ich eben bekämpft werde und erhebe mich über diese Situation und werde mir meiner Aufgabe bewusst, die ich habe hier, nämlich die Indigos und die schlafenden Indigos, die jetzt vielleicht noch Plejadier sind oder Santiner, dass ich diese Menschen aufwecke und erwecke und zum Erwachen führe und diese nach Hause führe, da wo wir alle herkommen. Das ist mein Job, meine Arbeit tue ich bis zu meinem letzten Atemzug und da kann mich niemand davon abhalten, niemand und nichts. Und ich werde beschützt von Gott, von der geistigen Welt, vom Licht werde ich umhüllt und beschützt. Insofern kann mir nichts passieren und die werden dafür sorgen, dass ich meinen Weg zu Ende gehen kann. Lieber Sananda, ich danke dir im Namen aller deiner Klienten und aller deiner Zuschauer für dein geduldiges und freundliches Interview und deine Bereitschaft, deinen Zuschauern Fragen zu beantworten. Es war mir wieder einmal eine große Ehre, dich interviewen zu dürfen und wir freuen uns alle jetzt schon auf unser nächstes Treffen.
Möge Gott dir immer beistehen und sein Schutz und seine Liebe dich immer umhüllen. Frieden über alle Grenzen. Mach es gut zueinander. Bis bald. Sananda hat schon 2 Bestseller geschrieben. Band 1, Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und Band 2, Schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda. www.geistheiler-sananda.net